Der kleine Schelm ist ein Widerpost. Wie bitte? Ein Widerpost. Ja, natürlich. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen an dich ganz persönlich da draußen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Gott, ist die Musik laut. Ja, ein neues Let's Play, ein Genre, das wir bisher auf diesem Kanal noch überhaupt nicht hatten. Herzliches Moin aus Hamburg. Ein Point-and-Click-Adventure. Eine fast ausgestorbene, man könnte sagen, Art von Games, das ich lange gespielt habe, bevor in irgendeiner Form RPG, Survival Games und in letzter Zeit Shooter und so weiter, also alles, was ihr von mir kennt. Lange bevor diese Genres kamen, habe ich Point-and-Click gespielt, damals mit meiner... Oh, Plattenspieler kaputt. Damals mit meiner jetzt Ex-Freundin, ja, es ist tatsächlich aus, aber das ist ein anderes Thema. Ich erzähle euch noch eine ganze Menge. Ich will euch jetzt nicht komplett voll schwallen. Auf jeden Fall, dieses Spiel ist one of a kind. Es ist kein Point-and-Click wie jedes andere. Alles, was ich bisher davon gesehen habe, lässt darauf schließen, dass wir es hier mit einem wirklichen, einmaligen Werk zu tun haben. Und deswegen gehen wir jetzt gleich rein in Bear with Me. Wir machen ein neues Spiel. Ja, und dieses Spiel ist in Episoden aufgeteilt. Warum jetzt hier 2 frei sind? Egal. Exordium Games präsentiert Bear with Me. Wake up! So, ihr habt schon eine Sache mitbekommen. Das Spiel ist zwar von der Schrift her eingedeutscht, aber die Sprachausgabe ist leider auf Englisch. Ihr kriegt aber Untertitel und ihr habt ja den Vorteil, dass ihr auf YouTube immer das Video stoppen könnt, falls euch das Ganze zu schnell geht. Ich werde hier nicht alles übersetzen. Nein, könnt ihr vergessen. Gebt euch auch mal ein bisschen Mühe. So, also wir sind ein kleines Mädchen. Wollte ich schon immer sein. Glaubt es mir. Und wir haben hier eine Giraffenoma namens Millie und jede Menge Dinge, wie man es normalerweise aus Point-and-Clicks kennt. Und ich werde alles anklicken, damit ihr wirklich auch jeden... es ist sehr witzig, dieses Spiel, soweit ich mitbekommen habe. Ich habe es nicht besonders weit gespielt. Ich habe nur diesen Raum gespielt und bis es dann in den nächsten Raum geht. Ich sage euch dann später, wo ich aufgehört habe, weil ich dieses Spiel möglichst mit euch blind spielen wollte, also ganz neu mit euch erleben will. Das ist ja auch mal was, ne? Ein Spiel, das ich noch nicht komplett durchgespielt habe in der Vergangenheit. Ja, also wir sind hier, draußen ist Schrottwetter. Wir sind ein süßes kleines Mädchen und in einem Mädchenzimmer, das gar nicht so aussieht. Ja, und wir schauen jetzt mal. Oh. Ja, ist sehr atmosphärisch gemacht. So im Film Noir wurde mir gesagt, so wie alte Krimis, so irgendwie. Es war eine regnerische Sommernacht, als diese wunderbare Blondine in mein Büro kam. Ich hatte gerade den Kater der letzten Nacht. Ihr versteht, ne? Also Dick Tracy und der ganze Kram. So, wir gucken mal. Wir können hier mit Millie quatschen. Machen wir mal. Ach ja, und dass ich das so weit gespielt habe, habe ich nur gemacht, um zu sehen, ob die Controls, also die Bedienung genauso ist wie in alten Point-and-Clicks, die ich schon kenne. Und ja, es ist so. Also Millie. Wir können uns Millie anschauen und wir können mit Millie reden. Wir gucken sie erstmal an. Millie, my toy giraffe. I've had her since I was 5 years old. She seems frightened. I should talk to her. Also sie hat Angst, okay. Ein paar Sachen werde ich auch mal sagen. Und wenn ein besonders cooler Joke dabei ist, dann werde ich den vielleicht auch übersetzen. Mal sehen. Millie!
It seems you had a nightmare. Ich erinnere mich nicht wirklich. Es gab da dieses Feuer. Ja, aber ich komme mit Albträumen zurecht. Es gab da dieses Feuer. There was this fire and black smoke was coming from the windows. Funny thing is, it didn't feel scary to me, like I wasn't really there. Was it Paper City? No, I don't think so. What are you doing here, Millie? Are you all right? Oh no, miss. Something terrible is happening down in Paper City. I came here as soon as I could. I wanted to warn you and your brother not to go there, but when we arrived, I could only find you. What do you mean? Miss, I'm afraid your brother is missing. I have to go find Flint. Millie, you stay here and rest. I'll come and check up on you later. Please, before you go around looking for your brother, miss, go and find Mr. Bear and ask him to come along. He's retired now, but he was always so fond of you. I'm sure he'll help you out. He may not be an easygoing man, but he has a kind heart. Ted? I know where he is. He has a small office in my closet, but Ted and we can't work together anymore. Mostly because I'm still smart and driven and he's become a burnout. I haven't seen him since he left the city. But whatever falling out you two had, I beg you to reconcile. Okay, also eine Sache finde ich jetzt mal doof daran. Das ist, Millie spricht, als würde sie in einer Betonhalle sitzen. Also der Klang, der Hall ist da. Und sie ist ganz lokal im Zimmer. Ich verstehe es nicht. Schön gemacht hier mit den Flügelchen und so. So, ich glaube, ich kann meinen Bruder alleine finden. Okay, Millie, ich werde ihn darum bitten. Ich sag erstmal, ich glaube, ich kann meinen Bruder alleine finden. I think I can find my brother on my own, Millie. I don't really need Ted's help anymore. You're growing up so fast, little miss. But please reconsider. There is something else I have to warn you about. The reason I came all the way down here. There is this man that came down to Paper City a week ago. He's asking a lot of questions about you. What man? We call him the Red Man. There were a lot of fires down in the city this past week. Ever since he showed up, the officials are burying their heads in the sand, while this man has an entire city, your city, miss, cowering in fear. Well, Paper City Police Department isn't known for its heroic head-on approach to crime fighting. The mayor and the commissioner have issued a citywide lockdown until all of this is sorted out. A lot of people are escaping the city. We managed to escape through the East Tunnel's maintenance route, but most of the exits are closed off now. You said we escaped. Is someone else here with you? The Mugshot boys helped me through the East Tunnel, bless their hearts. We arrived at Flint's room, but he wasn't there, so I came here to wake you up. I have to go now, Millie. I'll be back as soon as I can to come check on you. Do you need anything? I'm fine, little miss. I just need to rest is all. Please, before you go out, find Mr. Bear and ask him to come along. Wegen Mr. Bear heißt es auch Bear with me, falls da irgendein Zweifel bestehen sollte. Gut, also, ihr werdet mit der Zeit feststellen, nein, ich werde es euch noch nicht erzählen, aber es ist ein Point-and-Click, das sich in einer Welt abspielt, die so eigentlich, naja, man könnte sagen, nicht existiert. So, hat Millie mir noch was zu sagen? Wenn ich sie... der rote Mann fragt nach mir. Kannst du mir mehr über diesen Mann sagen? Ja, ich frage mal das. You said that this red man is asking questions about me. Why? I'm not sure, but you might be in danger, miss. This man's done nothing but horrible things since he showed up in Paper City. In only 1 week, he's got everyone, including the police department, hiding and running in fear. Kannst du mir mehr über diesen Mann sagen? Can you tell me something more about this man? I'm afraid I don't know much, Miss Amber. Only stories here and there, plus what the paper has been covering. So far, I know he's been asking around about you, and that he's responsible for all the terrible things happening in the city lately.
Okay, Millie. So, heißt wohl, wir müssen uns jetzt mal ein paar Sachen angucken. Wir können hier durch die Gegend gehen. Leider sind die Ladescreens teilweise wirklich sehr, sehr heftig. Wir fangen mal von hier hinten an. Also man kann hier in den Westflur gehen. Hier kann man in den Schrank gehen. Das machen wir ganz am Ende, weil, wie wir gehört haben, ist da Mr. Bear. In den Westflur wollen wir jetzt noch nicht. Und wir lassen uns mal erklären, was das für Sachen sind. Aha. Okay. Also erstmal angucken. I don't have a green thumb, like, at all. Well, I do now, but I was doodling with a green crayon last night. Sie hat keinen grünen Daumen, aber sie hat jetzt einen, weil sie mit einem grünen Zeichenstift rumgespielt hat letzte Nacht. Folium cadent. When was the last time I watered this? Oh, that's right, I didn't. It's really hanging in there. Da fallen die Blätter runter schön. So. Manchmal sind die Pausen zwischen den Aktionen ein bisschen lang. Ja, und man kann den Raum nicht irgendwie drehen oder sonst was, also muss man sich... So, wir gucken uns wirklich alles an. Wir haben hier ein Fenster, wir gucken mal Since I'm raus. paying for the view, I might as well enjoy it. So, ein Kissen. Nothing interesting about them. Well, one of them has a PhD in clinical virology, so I guess that's something. Herr Lauterbach, ne? Das Kissen heißt Lauterbach. Okay, alles klar. Dann haben wir eine Truhe. I use this chest as a reading bench sometimes. Unlike most women, I just like to sit near the window on a cold autumn day under a warm blanket with a good book. It's just this weird quirk I have. Eine Brille. So, gucken wir uns They erstmal belong to an. my mom. She must have forgotten them in here when she was cleaning. Also die Brille ihrer Mutter. Okay. Die hole ich mir mal. I don't really need glasses, but maybe they'll come in handy. Better take them with me just in case. Ja, und jetzt geht das hier los. Ne? Hier oben ist das Inventar. Da haben wir ein Schweizer Taschenmesser und eine Brille drin. Aber das lassen wir erstmal alles so, wie es ist. So, da haben wir einen I just Karteikasten. can't seem to find any time in my busy schedule to unpack properly. Nicht so süß. I've read all of these. Some of my favorites are Necronomicon, Dyslexia, and Cal to Fright It. Last Encounter, A Trip Through the Wormhole. Interessant. Noch mehr I've Bücher? read all of these. Ach so. Okay. Zum Glück kann man die Aussprachen kann man zum Glück abbrechen. Yes, drawers. What will they think of next? So, wir gucken mal in diese Schublade rein. Oh, that's right. I remember playing with this a couple of days ago. It fell on the floor and the lens broke. I'll take the magnifier with me, but I better repair it before I return it to Ted. Magnumfire? Wahrscheinlich Magnifier. Ja, ein kaputtes Vergrößerungsglas. Und ich kann mir schon vorstellen, wie das zusammenhängt, also was man damit machen kann. Eine Lampe. It produces particles. Or is it waves? Licht. Es ist schön. Es ist beides, Mädchen. Es ist beides. So. Ein Abendessen. Cornflakes. They've gotten cold and mushy and gross. Kennt ihr das so ekelhaft matschige Cornflakes? Ich mag The Cornflakes tools I sowieso use to nicht. transfer my genius onto paper. Die ist so süß. It's all about the birds and the bees, and how the birds like to eat the bees and other insects. Nochmal. It's all about the birds and the bees, and how the birds like to eat the bees and other insects. Insects? Okay. Ein Radio. It says Gaga on it. Or is it Goo Goo? Da steht Gaga drauf oder Gogo. Ah, wie schön. So. Radio. Anmachen. Radio Gaga, Radio Gogo. Die Bilder. My collection of paintings. Mom said I could have any painting in the house for my room. It was a rigorous selection process. So, wahrscheinlich My alles das collection gleiche. Ja, alles das gleiche. So, dann mal die Uhr. It's not working, but that's okay. I can't tell the time anyways. Ein Pappkarton. Just my stuff. I still haven't unpacked properly.
Der Teppich ist nichts, dann haben wir hier ein Kissen. It's where I rest my pretty little head. Ein Bett. It's my bed. It comes with all the luxuries a bed should have. So, gibt nur ein Bett. So. Bettkasten gibt's auch noch. Wir gucken mal. If I had a label maker, I would label this Amber's Stuff. And I would keep my label maker there. Das ist schlau. So, machen wir das mal auf. Vielleicht finden wir da ja auch was drin, was wir irgendwie... Eine Batterie ist immer von Vorteil. It's as useful as batteries are. That's saying a lot. Das sagte ich auch schon. Also diese ganzen Sachen hier angeklickt habe ich noch nicht, sondern ich habe mich hier so weit durchgeklickt. Also nachdem ich mit Millie gesprochen habe, habe ich auf den Schrank geklickt und bin in den nächsten Raum gegangen. Also diese Sachen hier habe ich noch nicht gefunden. So, wir nehmen mal die Batterie. I'll just pick this up. You never know when it might come in handy. Genau, in jedem Point-and-Click sind Batterien eigentlich standardmäßig eine Sache, die man... Ja, der Schrank. So. Wir gehen mal in den Schrank. Da ist auch eine Tür drauf gemalt. Amber Ashworth, if I had a nickel for every time this broad got me into trouble, I'd be neck deep in nickels right now. Something was different this time. I could feel it in the air. Someone really put the scares on her. Despite her fragile appearance, Amber's a tough kid, so it was unusual to see her like this. She starts talking, and I start pretending I don't care. I told her I'm retired, for good this time. Fell on deaf ears again. Anyway, she starts talking about Millie, Paper City, her brother, and all that jazz, and I'm wondering how many times we've gone through this before. You see, we have this routine where she asks me for help, as she always does, and I play hard to get, as I always do. Eventually, I give in. We've done this so many times I've lost count. She knows the drill, and so do I. Might as well just hear her out. Her words ring through my office. They get stuck in this haze around my head, and then they get lost in the cold autumn rain outside, tapping on my window in this hypnotic manner. It's calming in a way, or is it the booze that makes me calm? Not much to do when you're retired, and hobbies were never my cup of tea. I know her standing in my doorway with her lady in distress shtick means bad news for me, and yet I know I'm in for it again. The sun is slowly setting and the rain gets heavy. The news said there will be a storm tonight. Hi, Ted. I heard you've retired, but... Cut the ceremony, doll. I ain't doing it. Doing what? Whatever little plan you've schemed up this time to ruin my life. You're bad news, doll. Always were. Do me a solid this time and leave me out of it. I'm busy. I knew you wouldn't help me. I only asked because Millie insisted you come along. Millie, are we investigating old wives' tales now? It's getting late, doll. Shouldn't you be in bed? Okay, also diese Atmosphäre, absolut cool. Das ist so schön. Also das geht dich überhaupt nicht an, ich war schon im Bett, du machst so viel Krach. Ich habe bald Geburtstag. I was in bed. Millie woke me up. Well, you should ask her to help you out then. So, you're saying I should ask an old blind woman to help me out? That old broad is tougher than she looks. Now, if you don't mind, I have some real work to do. Oh my god, you're still mad at me? After all this time? I really need your help, and I kind of promised Millie I would ask you to come along. Mad? Why would I be mad? I was almost thrown into a wood chipper thanks to you. I was lucky. One of the guys we investigated is in my birdwatching, poker and cigar club. And where were you? You ran off. I was following a lead, somewhere else. Yeah? What'd you found out? Not much. Not a goddamn thing. Listen, doll, I've got a nice little setup here. Lately, I've been doing some tailing work for jealous husbands down in the city.
Bunch of nervous train wrecks, but the money is good. I grew tired of pulling bloated toys out of Dredge River. Our days of crime fighting are over. That whole thing, it's behind us. It belongs in the past. Capiche? You've been practicing this speech, haven't you? A little bit. How was it? It was okay. The part about the bodies was a bit much. I threw that in for dramatic effect. It wasn't in the original draft, though. No, it was good. It gets the point across. Does it really? You're still here, and I still have a lot of work to do. Ja, meine Lieben, also das sieht aus wie ein guter Punkt, um einen Schnitt zu machen. Ich mache hier ganz einfach einen Schnitt und sage bis übermorgen, wenn wir diese spannende Kriminalgeschichte weiterverfolgen mit einem coolen Detektiv und einer wunderschönen Dame, die ich darstelle. Ach ja, übrigens, immer noch Wildwuchs. Ich rasiere mich nicht, ich schnippel mich nicht. Ja, wofür auch. Also, bis übermorgen.